Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles One-Pot-Pasta-Rezept, dieses Mal mit Tiefkühlgemüse und klein geschnittenen Wiener Würstchen. Als erstes eine große Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken, außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken und danach eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Wenn das erledigt ist, kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. 500 Gramm Fusilli-Nudeln, alternativ ist hier wie immer auch jede andere Pastasorte möglich. Außerdem 400 Gramm Tiefkühlgemüse. Ich habe hier eine Mischung aus Möhren, Erbsen und Mais verwendet. Dann noch 800 ml Wasser, 200 ml Sahne, eine Dose gehackte Tomaten und zum Schluss noch 2 Teelöffel Salz sowie einen gehäuften Teelöffel Oregano. Anschließend alles einmal gut miteinander verrühren, zum Kochen bringen und dann mit geschlossenem Deckel bei niedriger Hitze für 10 bis 12 Minuten ganz langsam köcheln lassen. Zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, die One-Pot-Pasta einmal gut umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und dann mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Nudeln gar sind und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Zum Schluss noch 2 Hände geriebenen Parmesan dazugeben, außerdem 4 bis 6 Wiener Würstchen, die habe ich einfach in kleine Stücke geschnitten und zum Schluss mit etwas Pfeffer abschmecken. Salz sollte eigentlich genug dran sein. Ein letztes Mal gut umrühren, die Würstchen nochmal kurz durchwärmen und dann können wir auch schon anrichten. Die One-Pot-Pasta vom Herd ziehen, eventuell noch mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.